Let's remain standing for the reading of our sermon text this morning. Bitte bleibt stehen für die Lesung unseres Predigtextes. We are currently doing 4 Advent sermons, Wir machen momentan 4 Adventsgottesdienste and now we are in Matthew chapter 2, verses 1 through 2. und jetzt sind wir in Matthäus 2, Verse 1 bis 2. Now after Jesus was born in Bethlehem of Judah in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, Where is he who has been born King of the Jews? For we saw his star when it rose, and have come to worship him. Als Jesus in Bethlehem in Judäa geboren war, zur Zeit des König Herodes, sieh, da kamen Weise aus dem Osten nach Jerusalem und sagten, Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Osten und sind gekommen, um ihn anzubeten. Let's pray. Lasst uns beten. Lord, please nourish us by your word this morning. Herr, bitte nähre uns mit deinem Wort heute Morgen. May anything that I say which is not in line with your word be quickly forgotten. Möge alles das, was ich heute Morgen sage, nicht mit deinem Wort übereinstimmen, schnell vergessen sein. May it pass in one ear and out of the other. Und das soll dann nur in ein Ohr und zum anderen Ohr herausgehen. But anything, Lord, which I say which is in line with your truth, Aber alles, Herr, das übereinstimmt mit deiner Wahrheit, may it sink deeply into our hearts lass es tief in unser Herzen sinken and change us from the inside out. und uns von innen nach außen verändern. Amen. Amen. You may be seated. Steve, you want to do that later? Okay. Next week, maybe. Today is our third Advent sermon, Heute ist unser 3. Adventsgottesdienst. and we're continuing to look at the Christmas story through the eyes of the different people who were there that morning. Und wir schauen auf die Weihnachtsgeschichte durch die Augen derer, die es tatsächlich erlebt haben. And today we come to the wise men who followed the star. Und heute kommen wir zu den Weisen, die dem Stern zu Bethlehem gefolgt sind. And we talked about them a good deal last week, Und wir haben schon über sie eine ganze Menge letzte Woche geredet, because these men have taken a pretty large place of prominence within Christian mythology. denn sie haben eine ziemlich starke Bedeutung oder einen ziemlich starken Platz in der christlichen Mythologie. And I call it Christian mythology not because they didn't exist, Und ich nenne das christliche Mythologie nicht, weil sie nicht existiert haben. they did exist, Sie haben existiert, but as often happens with myths and legends, aber wie es so oft ist mit Mythen und Legenden, we tend to add to the story over time, erfinden wir gerne ein paar Sachen dazu mit der Zeit. which is most of it, however, is pure fiction. Und das meiste davon ist natürlich reine Erfindung. And with the wise men, there's a lot that we've been told about them, Und so ist es auch mit den Weisen. Es gibt viel, was darüber gesprochen wurde, which the Bible itself doesn't tell us. was man in der Bibel gar nicht findet. As we said, we're told, for example, that there were 3 wise men, Wie zum Beispiel sagen wir ja, es waren 3 Weise, but we don't know how many of them there were. aber wir wissen tatsächlich nicht die wirkliche Anzahl. The Bible doesn't tell us. Die Bibel sagt uns das nicht. We're told they're from Persia and India and Africa, Es wurde gesagt, sie kommen aus Persien, Indien und Afrika. but we don't know what country they came from. Aber wir wissen nicht, aus welchem Land sie wirklich gekommen sind. The Bible just says they came from the east. In der Bibel heißt es nur, sie sind aus dem Osten gekommen. We're told that they were kings, Und es wird gesagt, sie waren Könige. but the text only says that they were magos in Greek, which means magician, or probably more something like an astrologer. Aber in der Bibel heißt es eher, sie waren Magos, das sind eher Zauberer oder Astrologen. We're told their names were Caspar, Melchior, and Balthazar, Und es wird gesagt, sie hießen Kaspar, Melchior und Balthasar. but those names were made up in the 6th century. Aber diese Namen wurden erfunden in dem 6. Jahrhundert. So there's a lot of things we don't know about these guys, Es gibt also wirklich viele Dinge, die wir nicht über diese Männer wissen. but there's one thing we do know, Aber es gibt eines, das wir wissen. which is much more important. Und das ist viel, viel wichtiger. All these extra details, All diese vielen Details, these mythological inventions are just distractions all diese mythologischen Erfindungen sind ja nur Ablenkungen from the one thing we do know in the text. von dem einen wirklichen, was wir aus dem Text wissen. And that is, whoever they were, Und das ist,
egal wer sie waren, they came to worship Jesus. die sind gekommen, um Jesus anzubeten. That much we know. Das wissen wir. And that's what their story is about. Darum geht es auch in der Geschichte. It's about worshiping Jesus Christ. Es geht um die Anbetung von Jesus Christus. And since that's the point of their story, Und seit nun mal das der wahre Punkt ihrer Geschichte ist, that's what I want to talk with you about this morning. werde ich auch darüber reden heute Morgen mit euch. Because that is the point of Christmas, Weil das ist der essentielle Punkt von Weihnachten. is worshiping Christ. Wir beten Jesus an. And more than that, it's actually the purpose of all creation. Und viel mehr noch, es ist auch der ganze Grund der ganzen Schöpfung. It's the point of life. Es ist der Punkt, der Grund unseres Lebens. Did you know that the point of your life is to worship Jesus? Wisst ihr, dass der Grund eures Lebens ist, Jesus anzubeten? Well, I'll see if I can demonstrate that. Und ich schaue mal, ob ich das vielleicht demonstrieren kann. But let's start by looking at the Wisemen for a moment. Aber wir beginnen nochmal mit den 3 Weisen. I find this story very interesting Ich finde diese Geschichte sehr interessant. because these pagan magi understood something about the Jewish Messiah that Herod, a Jewish leader, did not. Weil diese, sage ich jetzt mal, heidnischen Magiere wussten etwas über den jüdischen Messias, was der König Herodes nicht wusste. He missed it entirely. Er hat es komplett nicht verstanden. It's very ironic. Und das ist doch sehr ironisch. These pagans came to worship the Jewish Messiah. Diese Heiden kamen, um den jüdischen Messias anzubeten, Who Herod wanted to kill. den Herodes töten wollte. And we see this theme again and again in the Bible. Und wir sehen dieses Thema immer wieder weiter, auch in der Bibel. I don't know if you've ever noticed it, but the outsiders tend to know things that even God's people completely miss. Und ich weiß nicht, ob euch das jemals aufgefallen ist, aber das ist auch schon so, dass es den Außenstehenden, dass es die Menschen, also das Volk Gottes, es total verpasst haben. The Good Samaritan, of course, is a classic example of that. Zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist der gute Samariter. Or think of the wife of Pontius Pilate. Oder say it again? The wife, Frau von Pontius Pilate. Oder auch die Frau von Pontius Pilatus ist ja auch ein gutes Beispiel. You have this pagan Roman woman Wir haben hier diese heidnische römische Frau, who pleads with her husband not to kill Jesus. die ihren Ehemann angefleht hat, nicht Jesus zu töten. Meanwhile, his own people were outside screaming, "Crucify, crucify." Während draußen die eigenen Leute geschrien haben, also die Juden, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. What a sad irony. Was für eine traurige Ironie. Or the thief on the cross, another good example. Oder auch der Dieb am Kreuz ist auch ein sehr gutes Beispiel. A common criminal all his life. Ein gewöhnlicher Krimineller, sein ganzes Leben lang. But in his dying moments, he looks to Christ. Aber in seinem Moment des Sterbens schaut er auf zu Jesus. He got it. Und er hat es verstanden. Meanwhile, the religious elite stood by, watching Jesus gladly suffer on the cross. Während die religiöse Elite sozusagen nebendran stand und gesehen haben, wie Jesus am Kreuz stirbt. For their sins. Für ihre Sünden. It's powerful irony in the Bible over and over. Das ist immer noch viel mehr so diese starken Ironien, die wir in der Bibel hier sehen können. And the story of the wise men is another example of this. Und die Geschichte der Weisen ist wieder ein weiteres Beispiel für das. Because these idol-worshipping astrologers, I assume they were idol-worshipping, Weil diese götzenanbetenden Astrologen, ich vermute das zumindest, they understand something about Jesus that even many modern Christians don't understand. sie haben etwas verstanden, was auch viele nicht mal moderne Christen nicht verstanden haben. Namely that Jesus is to be worshipped. Nämlich, dass Jesus angebetet werden muss. This story forces us to ask, who is Jesus to me? Und diese Geschichte verlangt uns doch ab, wer ist heute Jesus für mich? Is he a good teacher? Ist er ein guter Lehrer A good religious figure? oder eine gute religiöse Figur? Maybe a good example of love? Ein gutes Beispiel der Liebe? A failed revolutionary? War er ein jüdischer Revolutionär? What is Jesus to you? Was ist Jesus für dich? That's an important question. Eine sehr wichtige Frage. Because we can respect a good teacher. Weil wir können natürlich einen guten Lehrer respektieren. A lot of people respect Jesus as a loving rabbi.
Und viele Menschen respektieren Jesus als einen liebenden Rabbi. But what this story reminds me of is that Jesus doesn't want your respect. Aber was diese Geschichte mir lehrt, ist, dass Jesus nicht deinen Respekt möchte. He wants your worship. Er möchte deine Anbetung. So let me ask you a question. So lasst mich euch eine Frage stellen. Do you worship Jesus? Betet ihr Jesus an? Do you worship him? Betet ihr ihn an? Do I worship him? Bete ich ihn an? It's a question I had to wrestle with this week in my office. Das ist eine Frage, mit der ich mich die ganze Woche im Büro beschäftigt habe. Now, I realize that in our culture this can be a strange, if not even offensive question. Und in unserer Kultur, das weiß ich auch, kann das vielleicht eine verfremdliche oder eine wirklich befremdliche Frage sein. And people may ask, why would Jesus want our worship? Und die Leute würden vielleicht fragen, warum möchte oder verlangt Jesus nach unserer Anbetung? I mean, that's not the Jesus I learned about in my Sunday school classes and in my Konfi-Unterricht. Denn sie könnten sagen, ja, das ist nicht der Jesus, den ich kennengelernt habe in der Sonntagsschule oder im Konfi-Unterricht. The Jesus I know didn't care about himself. Den Jesus, den ich kennengelernt habe, der tut sich nicht so sehr um sich selbst kümmern. He was always concerned about everyone else. Nein, er kümmert sich doch vielmehr immer um die anderen. Washing their feet and forgiving their sins. Er wäscht die Füße und vergibt Sünden. Healed the sick, died for others. Er heilt die Kranken und er stirbt für die anderen. Jesus wasn't selfish, hungry for glory and worship, was he? Jesus war doch nicht selbstsüchtig und hungrig nach dieser Herrlichkeit. You know, this is actually one reason why many people are turned off by Reformed theology. Und das ist sicherlich auch ein Grund, warum viele Menschen sich da in Ablehnung sehen gegenüber der reformierten Theologie, Which is the theology of this church. was auch die Theologie dieser Kirche hier ist. Because Reformed theology teaches that God's greatest goal in all of life is his own glory. Weil diese reformierte Theologie uns lehrt, dass das größte Verlangen von Gott die Herrlichkeit ist, die wir ihm bieten, indem wir ihn anbeten. That's the goal of the whole world. Und das ist das Ziel der ganzen Welt. It's the reason you exist, Das ist der Grund, warum ihr existiert. for his own glory. Für seine eigene Herrlichkeit. Yeah, but didn't he send Jesus to save sinners? Aber hat er nicht Jesus gesendet, um die Sünder zu retten? Yes, Ja, for his glory. aber für seine Herrlichkeit. Number one reason. Nummer 1 der Begründung. Why did Jesus heal and forgive and die? Warum hat Jesus geheilt, vergeben und ist gestorben? For God's glory, Für Gottes Herrlichkeit, so that God would be worshipped, sodass Gott angebetet wird, that he would be worshipped. dass er auch angebetet wird. What do you think about that? Was denkt ihr darüber? What are you feeling when I say things like that? Was fühlt ihr, wenn ich sowas sage? Do you like a God like that? Möchtet ihr einen Gott, der so ist? Well, a lot of people don't like that version of God. Und viele Menschen mögen einen Gott, der so ist, nicht. But what many people don't know Aber was viele Menschen nicht wissen, is that God's glory is your greatest good. dass die Anbetung Gottes euer größtes Gut ist Or die Herrlichkeit. oder die Herrlichkeit. Your greatest need is God's glory. Euer größtes Bedürfnis ist Gottes Herrlichkeit. Your hope, your assurance. Deine Hoffnung, deine Zusicherung. God knows very well that his glory is your highest good. Und Gott weiß ganz gut, dass es euer höchstes Gut ist, die Anbetung. And therefore it's not selfish, Und darum ist es nicht selbstsüchtig, but pure love. sondern es ist die wahre Liebe. Die Anbetung Jesus ist euer größtes Gut. Do you believe that? Glaubt ihr das? And now I know you're thinking, Stephen, I think you're exaggerating a little bit for the sake of your sermon. Und jetzt denkt ihr sicher, naja, Steven, jetzt übertreibst du aber. No, I'm not. Nein, das tue ich nicht. No, I'm not. Nein, das tue ich nicht. Worship is your greatest need. Die Anbetung ist euer größtes Bedürfnis. Let's see if I can demonstrate that. Vielleicht kann ich es euch erklären. But first we need to answer the question, what is worship? Aber zuerst müssen wir beschreiben, was ist Anbetung. If it's my greatest need, I kind of need to know what it is. Wenn es mein größtes Bedürfnis ist, dann muss ich doch wissen oder erklären, was es ist. Well, the German word for it is Anbetung, So, das deutsche Wort ist Anbetung. and it's a good word. Und es ist ein gutes Wort. But in this case, I actually prefer the English word worship, Aber in diesem Fall hier bevorzuge ich das englische Wort Worship. because it comes from an old English word for worthship. Weil es kommt aus einem alten englischen Wort und das bedeutet Worthship. There's actually a related old German word for Wertschaft.
Und das ist genauso verbunden miteinander mit einem alten deutschen Wort und das bedeutet Wertschaft. And so worship is just as it sounds. Und so Worship oder Wertschaft ist so, wie es sich anhört, To recognize worth in something. um den Wert in etwas zu erkennen. Worthship. Wertschaft. To recognize how amazing, how awesome, how beautiful something is. Um zu erkennen, wie erstaunlich, großartig oder wunderschön etwas ist. If you go to London and you see the crown jewels, Wenn ihr zum Beispiel nach London geht, um die Kronjuwelen anzuschauen, you're amazed. du wirst erstaunt You sein. say, wow, it's gorgeous. Sagt, wow, wunderschön. That's worship with a small w. Das ist die Anbetung mit einem kleinen W. You're recognizing and responding to something beautiful. Ihr erkennt etwas und ihr reagiert auf etwas sehr Schönes. Or if you see Cristiano Ronaldo, do a bicycle kick goal to win the FIFA championship. I know nothing about soccer. I'm making all this up. But if he does that, we're all amazed. Oder wenn ihr zum Beispiel Cristiano Ronaldo seht, in der letzten Minute auf einem Champions League Finale macht er einen unglaublichen Fallrückzieher und erzielt das entscheidende Tor. We're just can't wait to tell our friends about it. Did you see that? Und ihr könnt gar nicht es abwarten, es euren Freunden zu sagen und sagen, habt ihr das gesehen, habt ihr es gesehen? That's worthship Das with a small w. Das ist diese Wertschätzung oder Wertschaft mit dem kleinen W. Worship with a big W belongs to God alone. Und die Anbetung mit dem großen W, das gehört nur Gott alleine. And the reason why worship is your greatest need Und der Grund, warum Anbetung euer größtes Bedürfnis ist, is because the more you recognize the worth of Christ, weil je mehr du das erkennst, den Wert von Christus, His power, His greatness, His love, seine Macht, seine Größe, seine Liebe, the more you feel peace, joy, and assurance in Him. desto mehr fühlst du den Frieden, die Freude und die Zusicherung in ihm. The greater God is, Je größer Gott ist, the more I can completely be at peace in any situation. desto mehr kann ich komplett zufrieden und ruhig sein in egal welcher Situation. Because He's my God. Weil es ist mein Gott. If God is just a little glorious, Wenn Gott nur ein klein bisschen herrlich ist, if He's only a little bit powerful, ein bisschen mächtig a little bit und holy, ein klein wenig heilig, then I can only have a little bit of confidence in Him. dann kann ich auch nur ein klein wenig Zusicherung haben in ihm, That He's going to keep His promise. dass er sein Versprechen halten wird, That He can destroy the evil one. dass er dass der Böse zerstören wird That He's going to win the war. und dass er den Krieg gewinnen wird. Just imagine a little girl asleep in her bed. Jetzt stellt euch mal vor, ein kleines Mädchen schläft friedlich in ihrem Bett And she lives in a very dangerous neighborhood. und sie lebt in einer sehr gefährlichen Nachbarschaft. But she sleeps totally at peace. Und warum schläft sie jetzt so friedlich? Why does she do that? Because one door down the hall is her father's bedroom. Weil ein Stock tiefer ist das Schlafzimmer ihres Vaters. And her father is an undefeated UFC champion. Und ihr Vater ist ein unbesiegter UFC-Champion. Those are those guys who fight in the cages, the hardest guys in the world. Das sind ja die härtesten Kerle, die es gibt. Ihr habt es im Fernsehen gesehen, die im Käfig sich gegenseitig verprügeln. And so in the mind of his daughter, Und so im Gedanken der Tochter, although that thief might be scary, obwohl es viele angsteinflößende Dinge um sie herum gibt, my dad is scarier. mein Vater, der ist angsteinflößender. And he loves me. Und er liebt mich. And he'll protect me Und er schützt mich with his life. mit seinem Leben. You see, the more glorious and mighty God is, Und ihr seht, je größer und herrlicher Gott ist, the more at peace we are in all situations. desto mehr bin ich zufrieden und im Frieden. I've told the story many times, I think, here of my Uncle Ralph. Und ich habe diese Geschichte hier schon einige Male erzählt. Das ist die Geschichte meines Onkel Ralfs. He was somewhat famous in some circles. Er war doch recht bekannt in gewissen Kreisen. And my 4 siblings and we loved to visit Uncle Ralph. Und meine 4 Geschwister und ich, wir haben es geliebt, Onkel Ralf zu besuchen. He was actually my great uncle, but he was the best. Tatsächlich mein Großonkel, aber er war der Beste. And he was just an amazing man. Er war ein sehr erstaunlicher Mann. He was a World War II pilot in the Pacific. Er war ein Kampfpilot im Zweiten Weltkrieg im Pazifik. He was a flying ace. Er war ein Fliegerass. He was shot down multiple times. Er ist mehrfach abgeschossen worden. He eventually became a prisoner of war in Japan.
und er ist dann ein Kriegsgefangener in Japan gewesen. He survived, Er hat das überlebt. and afterwards he flew planes in John Wayne movies, Später hat er dann in John Wayne Filmen hat er die Flugzeuge geflogen and then he fought in Vietnam, und dann hat er auch noch in Vietnam gekämpft and then he fought in Korea, und auch noch in Korea. and then he was a 2-star general, Dann ist er ein 2-Sterne-General geworden and after retirement he went and taught wilderness training for teenagers, und als er dann Rentner war, dann hat er den Jugendlichen noch in Wildlife-Camps trainiert. and then on vacation he would take a canoe and go down the Yukon River with his wife for fun. Und dann in seinem Urlaub hat er dann mit seiner Frau noch einen Trip mit dem Boot runter den Yukon gemacht. And as kids we would just sit at his feet and listen. Und als Kinder sind wir zu seinen Füßen gesessen und haben zugehört. And just say, next story, next story, Wir next haben story. gesagt, noch eine Geschichte, noch eine Geschichte. We couldn't get enough. Wir haben nicht genug davon bekommen, Because with each story, he became greater in our minds. weil mit jeder Geschichte ist er noch mehr gewachsen und größer geworden. And the greater he was in our minds, the greater was our joy. Und je größer er geworden ist, desto größer war unsere Freude. Funny how that works, doesn't it? Das ist doch erstaunlich, wie das funktioniert, oder? Because he was our uncle. Weil er war unser Onkel. He wasn't your uncle. I don't know what kind of sorry uncles you all have. Es war nicht eurer, es war unserer. Ich weiß nicht, was ihr für Onkels habt. But his worship was our joy. Aber Not worship, worthship. seine Wertschätzung war unsere Freude, nicht seine Anbetung. And never once did I think, my uncle is so selfish. Und ich habe nicht einmal daran gedacht, mein Onkel, der ist so selbstsüchtig. I wish he would just shut up and stop talking about himself. Und ich habe ihm niemals gewünscht, dass er jetzt endlich mal aufhört und nur noch über sich redet. I want to tell something I did last week. Ich wollte doch eigentlich mal erzählen, was ich letzte Woche gemacht habe. I ate a bug on the way to school last week. It was gross. Ich habe nämlich einen Käfer gegessen auf dem Weg zur Schule. My brothers would have beat me up, and said, "Shut up, Stephen. We want to hear Uncle Ralph." Und meine Brüder hätten mich gleich mal hier verprügelt und gesagt, jetzt hör auf, Steven, wir wollen Onkel Ralph hören. It wasn't selfish for Ralph to tell us his stories. Es war nicht selbstsüchtig von Ralph, uns seine Geschichten zu erzählen. We wanted more. Wir wollten doch mehr. It was our selfishness to want more stories. Es war unsere Selbstsucht, dass wir mehr und mehr und mehr wollten. Because that's my uncle. Das ist mein Onkel. And the more we knew of his courage Und je mehr wir von seinem Mut erfuhren, and his amazing deeds, seinen erstaunlichen the Taten, more proud we felt. umso stolzer wurden wir. The more safe we felt when he was around. Und desto sicherer wurden wir, wenn er um uns herum war. I mean, you felt pretty good walking through a dark alley if Uncle Ralph was nearby. Und es war gar kein Problem, wenn man eine dunkle Allee hinunterging und Onkel Ralph war mit dabei. Kein Problem. You gonna mess with me? Willst du dich mit mir anlegen? This is Uncle Ralph. Das hier ist Onkel Ralph. Okay, he's been tortured in Japanese war prisons. Und er ist misshandelt worden in japanischen Gefängnissen. You better run, buddy, before you... Und du haust besser ab, Before you get hurt. bevor du noch was abkriegst. Well, I think you know what I'm saying. So, ich glaube, ihr versteht, was ich sagen möchte. This is a silly example. Das ist ein einfaches Beispiel. Because Ralph, let's be honest, is a sad comparison to the King of Glory. Weil, um ehrlich zu sein, Ralph ist ein schwacher Vergleich, wenn es darum geht, um die Herrlichkeit mit Gott zu vergleichen. And Jesus, who defeated death. Und mit Jesus, der den Tod besiegt hat. But the point is that God's glory is our greatest good. Aber der Punkt ist hier, dass Gottes Herrlichkeit unser größtes Gut ist. And the more we know of him, Und je mehr wir von ihm erfahren, the more assurance we have je mehr Zusicherung wir bekommen, that nothing can touch me dass nichts mich verletzen kann, if my good Father does not allow it. wenn mein guter Vater es nicht erlauben wird. You think coronavirus is bigger than my dad? Ihr glaubt, dass der Coronavirus größer ist als mein Vater? My father controls coronavirus. Mein Vater kontrolliert den Coronavirus. Brothers and sisters, God's glory is our greatest need. Brüder und Schwestern, Gottes Herrlichkeit ist unser größtes Bedürfnis. Worship is our greatest need. Und die Anbetung ist unser größtes Bedürfnis. Because worship is nothing more than recognizing and reveling in worship of Christ. Weil die Anbetung ist nichts anderes als das Erkennen und Entdecken in der Wertschaft von Christus. And that's what we need more than anything in crazy times like this. Und das ist es, was wir doch viel mehr als brauchen jetzt momentan in diesen verrückten Zeiten wie diesen. To know that Jesus is on his throne. Jesus ist auf seinem Thron He's in control. und er hat volle Kontrolle. My dad used to say to us as kids all the time,
Und mein Vater hat uns immer als Kinder das gesagt. Don't get nervous until you see me nervous. Er hat gesagt, ihr müsst nicht nervös werden, bevor ich nicht nervös werde. And my dad never seemed to be nervous about anything. Und mein Vater war niemals nervös über nichts. And I'll tell you, as a kid, that gave us a great sense of peace when he was around. Und ich kann euch sagen, als Kinder gab uns das diese große Zuversicht und Sicherheit, wenn wir das so erlebt haben. And so it is with Jesus. Und so ist es auch mit Jesus. He's not in heaven, wringing his hands, going, what's going to happen next? Er sitzt nicht im Himmel und wringt seine Hände und sagt, oh je, was wird jetzt nächstes passieren? He's in control of the situation. Er hat die Situation vollkommen And that is unter our peace. Kontrolle. Und das ist unser Frieden. Worship is our greatest need. Und die Anbetung ist unser größtes Bedürfnis. You still think that I'm exaggerating? Und denkt ihr jetzt immer noch, ich tue alles hier übertreiben? You need worship. Ihr braucht die Anbetung. You need the worship of Christ. Ihr braucht die Wertschätzung von Christus. When you get coronavirus Wenn ihr den Coronavirus bekommt and you don't know if you're going to make it or not, und ihr nicht wisst, ob ihr es schaffen werdet oder nicht, so that you can be confident that Jesus has you in his hand. sodass ihr zuversichtlich sein könnt, dass Jesus euch in seinen Händen trägt. And if you do die, Und wenn du sterben wirst, then you go to glory. dann werdet ihr in die Herrlichkeit eingehen. Listen to what Paul once said. Und hört, was Paulus einst gesagt hat. To live is Christ, to die is gain. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Who says that? Wer sagt sowas? How can you say that? Wie kannst du sowas sagen? You can only say that if you have a big view of God. Das kannst du nur sagen, wenn du einen großen Eindruck von Gott hast. Don't you want that confidence? Wollt ihr nicht dieses Vertrauen? Don't you want that fearlessness? Wollt ihr nicht diese Furchtlosigkeit? Then you need worship. Dann braucht ihr diese Wertschaft. You need to know the glory of God, Dann müsst ihr die Herrlichkeit Gottes kennen. the bigness of God, Seine Größe, the holiness of God, seine Heiligkeit. and to know that He is mine. Und dass er dir gehört. You see, the reason why Ralph's glory was our joy Seht ihr, dass der Grund, warum die Herrlichkeit sozusagen von Ralf unsere Freude war, is because he was our uncle. weil es unser Onkel war. It's about the relationship. Es ist eine Beziehung. The reason there's nothing about a UFC fighter that should give you peace. Es gibt nichts daran, dass ein UFC-Kämpfer dir Frieden schenkt. The only reason the girl can sleep in peace is because it's her dad. Der einzige Grund, warum dieses Mädchen friedlich schlafen kann, ist es, weil es ihr Vater ist. And that terrifying man loves me Und dieser furchteinflößende Mann liebt mich. and will defend me to the death. Und er wird mich bis auf den Tod verteidigen. And the reason the glory of Christ is your greatest good Und der Grund, warum die Herrlichkeit Christi euer größtes Gut ist, is because he's my Lord. ist, weil er ist mein Herr, He's my Savior, mein Retter. the lover of my soul, Er liebt meine Seele. who conquered Satan and sin and death. Er hat Satan besiegt und den Tod. And see, let me just end with this last point, because this is where evangelism comes from. Und lasst mich damit enden. Und das seht ihr auch, darin ist ja auch das Evangelium begründet. When I would get back from Florida visiting my Uncle Ralph to New York, where I was going to school, Wenn ich dann wieder zurück bin von Florida, wenn ich Onkel Ralph besucht habe, zurück nach New York, I couldn't wait to tell all my friends about all the stories I learned about Uncle Ralph. dann konnte ich gar nicht das abwarten, allen meinen Freunden von Onkel Ralph zu erzählen. I was just bursting inside. It's like, I gotta tell someone. Ich bin vor Stolz fast zerplatzt. I couldn't hold it in. Ich musste es weitergeben. And that's what evangelism is. Und das ist es auch, worum es im Evangelium geht. Evangelism is nothing more than worship. Evangelium ist nicht anderes als diese Wertschaft. Worship. Anbetung. Not forcing, Nicht zwingend, not manipulating, auch nicht manipulierend, not converting, auch nicht verdrehend. just bragging on who my Lord is Nur einfach prahlend, wer mein Herr ist and what he's done. und was er getan hat. This is my king. Das ist mein König. Don't you want him to be yours too? Soll es nicht auch deiner sein? So that's why I love this story of the wise men, Darum liebe ich diese Geschichte von den Weisen. because it reminds us of what Christmas is about. Es erinnert uns daran, worum es in der Weihnachtsgeschichte geht. It's about worship. Es geht um die Anbetung. It's what all of life is about.
Und darum geht es auch im ganzen Leben. It's about knowing His power, Es geht darum, seine Stärke zu sehen, His love, seine Liebe, His work on the cross and in the resurrection seine Arbeit am Kreuz und in der Auferstehung for my joy, für meine Freude, for my peace, für meinen Frieden, for my confidence in every situation. für meine Zuversicht in jeder Situation. Amen.